Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Episode haben wir mal wieder einen Plattenträger dabei, und zwar von der Firma Paraclet. Hier als Beispiel das Modell SOHPC, das ist der Special Operations Hard Plate Carrier. Er gehört zur Familie der Linie Hard Plate Carrier. Wir haben da eine ganz frühe Version, die quasi nur eine Frontplatte ist, ohne Kummerbund. Auf dem Rücken auch nur eine Platte und wird dann an der Seite nur mit so einem Gurt gesichert, also als reiner Plattenträger, um ihn über eine Softarme oder ähnliches zu tragen. Dieses Modell war unter anderem im Einsatz bei der Delta Force im Global War on Terror. Danach kam dann die Version der Hard Plate Carrier mit Kummerbund. Die frühe Version wird noch wie die alten Paraclet-Plattenträger hier vorne in der Mitte geschlossen mit einem Reißverschluss in der Mitte. Da habe ich auch ein Video zur alten Paraclet Rev gemacht, wo das noch genauso ist. Könnt ihr gerne über den Link gehen und euch das nochmal angucken. Bei der Version, die dann den Kummerbund hatte, der in der Mitte schloss mit Reißverschluss, war das Problem, dass durch Verschmutzung etc. der Kummerbund nicht so gut vorne am Plattenträger hielt. Danach kam dann wie üblich bei Paraclet, wie man das bei allen anderen Systemen gemacht hat, hier nochmal eine kleine Halterung ran, wo mit zwei Druckknöpfen der Kummerbund in Form gehalten werden sollte. Und irgendwann ist man dann umgegangen und hat das Ganze mit einem Front Flap gemacht, eben genau wie hier. Und das ist dann aktuell auch immer noch produziert, der Special Operations Hard Plate Carrier. Das hier ist das Modell von 2008. Die neuen Version ist jetzt, glaube ich, schon die 4. Generation des Special Operations Hard Plate Carrier. Das ist hier die erste. Der eine oder andere hat schon im Titel gesehen, warum die britische Flagge ist ein US-Produkt. Und zwar ist der Special Operations Hard Plate Carrier dienstlich geliefert gewesen beim SAS und bei der Special Forces Support Group. Ob das auch nochmal bei den britischen SBS war, weiß ich jetzt nicht genau, aber primär habe ich Bilder von der Special Forces Support Group und dem SAS. Genau dieses Modell war auch beim den Briten, bei welcher Einheit genau kann ich nicht sagen, aber bei einer der Einheiten im Einsatz. Ich habe die mit dem Groin Protector bekommen. Der hat hier die Möglichkeit, über das PAL-System an andere Westen rangebaut zu werden. Das sieht man auch bei der Delta Force im Irak, dass es da an der RAF getragen wurde. Hier halt am HPC, also am Special Operations HPC. Und zwar sind die aus britischer Produktion angepasst. Und zwar können die hier über diese Fläche eingeklettet werden. Da sieht schon jeder jetzt, was heißt, ob es jeder sieht, das weiß ich gar nicht genau, aber das Grün ist ein deutlicher Unterschied. Das ist ein bisschen mehr wie das Black Hawk Grün. Und nicht das Smoke Green, wie der Träger hier jetzt gerade ist. Die sind hier mit angenäht, dass das Ganze halt so unter den Front Flap geklettet werden kann, weil es hier bei der Version schwieriger ist, das mit der normalen Befestigung zu machen und so der auch viel besser sitzt. Ansonsten, wie gesagt, für Hartplatten, wir haben aber noch zusätzlich in den Seiten im Kummerbund eine Softballistik, die aber mit eingenäht ist und nicht entfernt werden kann, für ein bisschen mehr Schutz. Wie gesagt, das Modell von 2008, gerade in Afghanistan sieht man die relativ häufig. Da finde ich es auch super spannend, gerade bei den Briten, wie die ihre Ausrüstung kombinieren. Oftmals als reiner Plattenträger an, ohne irgendeine Tasche oder sonst irgendwas drauf. Dazu das normale Beltkit oder irgendwas anderes, ein Chest-Rig vielleicht nochmal drüber. Wird ganz viel gemacht, aber natürlich auch in Kombination mit modularen Taschen im Einsatz. Der Plattenträger ist dann irgendwann in den letzten Jahren gegen modernere Systeme ausgesondert worden und deswegen gab es da eine Phase vor 1, 2, 3 Jahren, wo der Surplus-Markt ziemlich geflutet wurde und die Plattenträger hier in dieser Kombination relativ günstig zu bekommen waren. Wir haben die Westen in verschiedenen Größen und auch zur damaligen Zeit wurde wie bei Paraclet üblich das Modell in sämtlichen Farben produziert. Schon gesehen habe ich auf jeden Fall in Coyote, in diesem helleren Sandton, hier in Smoke Green, der Klassiker, Schwarz,
ACU, UCP, also das Digitaltarn der Amerikaner aus der damaligen Zeit, und auch Multicam. In Schwarz sieht man das Modell, gerade auch die späteren Versionen, und in dem Grünton beim Einsatz von Law Enforcement Behörden in Amerika, zum Beispiel dem FBI. Einen anderen Hardplate Carrier gab es noch bei der Air Force, hier bei den Para-Rescue Jumpern, und zwar in deren Satz war eine ähnliche Version des Hardplate Carriers. Die hatte hier oben aber noch Fastex-Verschlüsse und war vom Grundaufbau ein bisschen anders, auch hinten wie der Kummerbund angebracht wurde, und die Front war auch nochmal unterschiedlich, aber auch die waren noch Nutzer einer Hardplate Carrier Version. Dann gucken wir uns den Plattenträger einmal im Detail an. Wie hier schon zu sehen, Front Flap, ein bisschen unnormal, aber anders gelöst, hat das Paraclet hier mit dem PAL-System. Wir haben hier auf der Frontklappe 4 Reihen und hier oben nur 2. Meistens sind es oben 3 und unten 3. Ist euch hier eine ganz andere Optik, finde ich aber ganz geil. Wie schon gesagt, hier vorne, so standardmäßig wie es bei vielen Plattenträgern ist, Kummerbund wird hier eingeklettet und dann verschlossen. Hier im oberen Bereich sind die Schultergurte und das Polster. Das Polster ist am Rückenteil mit angebracht. Hier oben haben wir nochmal so eine Klettschlaufe, um irgendwelche Sachen durchzuführen. Camelback, Funk, kennen wir ja alles. Und hier kann auch dann die Länge verstellt werden. Kommen wir einmal zum Kummerbundteil. Hier im Inneren ist die Klappe. Hier ist noch die Halterung für die Seitenplatten, die genutzt werden können. Und hier im vorderen Teil ist die Weichballistik eingenäht. Andere Seite identisch. Dann haben wir noch den inneren Kummerbund, auch mit Klett verschlossen, einfach um den Bauch rum und fertig. Auch beides hinten am Rückenteil befestigt. Dann haben wir hier das MSA Paraclet Label, Größe Large, Modell SO-HPC. Noch die Instructions drauf, so wie man das halt von den gängigen Firmen kennt. Das andere Label ist ebenfalls auf dem Vorderteil. Hier im Inneren ist das Plattenfach, da habe ich jetzt so eine Fake-Platte drin, aber einfach nur ein Fach, wo eine Platte reinkommt, nichts Besonderes. Gehen wir mal zum Rücken. Dieser Plattenträger ist anders als bei vielen anderen Versionen nicht abwerfbar. Wir haben hier die einzelnen Elemente, die eingeschlauft werden in das PAL-System und können dann hier auch nochmal in der Größe verstellt werden. Hier ist noch der Tragegriff, auch super stabil, und hier ist das hintere Plattenfach. Das ist aber auch identisch, deswegen verzichten wir jetzt mal drauf. Und wie ich vorhin schon mal gezeigt habe, hier noch die Polsterung, über die der Gurt läuft und man das Ganze auch noch einstellen kann. Wie ihr seht, ein super simpler Plattenträger, aber vom Design her echt cool, gerade auch mit der Frontklappe. Gehört zwar nicht im Ganzen dazu, aber schon so ein bisschen. Der Groin Protector. Hier jetzt nochmal, vielleicht sieht man jetzt hier die Farbe besser, dass sich das schon deutlich unterscheidet vom Smoke Green. Hinten wieder das Label. Hier hinten sieht man noch, wo das festgenäht wurde. Im Inneren die Weichballistik. Hier auch 2 Fächer. Ich weiß nicht, ob es dafür noch eine passende Platte gibt. Habe ich bisher nicht gesehen. Versuche ich aber nochmal zu recherchieren. Und hier vorne eben die PALS-Aufnahme, um das Ganze nochmal an eine andere Weste etc. anzubringen. Auch hier noch rein PALS. Sieht man auch ganz oft, dass da noch Taschen, gerade für Flashbangs etc. oder ähnlichem, angebracht wurden. Ja, das war es soweit im Detail zum Special Operations Hardplate Carrier.
Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis bald. Ciao.